Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute mit mir zusammen meine Häkelprojekte von der Woche anschauen möchtest. Dienstag kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelprojekten. Nur als kleine Info. Ja, als erstes starte ich mal mit meinem Poncho. Ich nenne das jetzt einfach mal Poncho, weil man wirft es sich sozusagen, also ich habe vor, dass man sich das nur über die Schultern, also Kopf und Schultern wirft und dann, ja, tragen kann. Das häkle ich mit einer Vierernadel und mit zwei Garnen. Einmal dem Garn aus dem Teddy, dem Gourmet-Garn, das ist 100% Polyester, und einmal einem Garn, das ich in einer Restebox hatte. Von den Märchengarnen ist das. Da ist keine Banderole mehr drum und nichts, weil, wie gesagt, das war mal in so einer Restebox drin, die man dann da ein bisschen günstiger bekommt. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt bin ich da ganz zufrieden. Er ist gut gewachsen, könnte man auch schon so als kleines Tischdeckchen nehmen. Aber wie gesagt, ich habe vor, dass das sozusagen ein Poncho wird. Es fehlen noch so, ich glaube, 3, 4 Reihen und dann werde ich hier oben sozusagen den Kopfausschnitt machen, damit man das überwerfen kann. Und ja, das Gekringel hier, das legt sich nachher glatt, denn ich wollte, dass, wenn ich ihn trage, er nach hinten raus so ein paar Falten wirft. Deswegen sieht das so aus, aber ich denke, dass das so ganz gut wird. Ja, den habe ich dir das letzte Mal gezeigt, da war er noch am Start sozusagen. Einmal hier. Und das Stückchen kam jetzt dazu. Ich habe jetzt einfach die Reihen hier nochmal wiederholt. Und ja, und ich denke mal, dass ich das mit 2, 3 Reihen nochmal draufsetze und dann das mit dem Ausschnitt schon mal anfange. Genau. Also es ist, ich denke mal, dass ich den Part so nochmal drüber setze. Und dann denke ich mal, wird das ganz gut. Ja. Ich finde auch mit diesem doppelten Garn, finde ich super. Da ist er ein bisschen wärmer, auch wenn es etwas löchriger ist vom Maschenbild. Ja. Ja, das ist der kleine Poncho. Ich finde, der ist ganz gut geworden bis jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie mir das mit dem Halsausschnitt so alles funktioniert und klappt. Und dann denke ich mal, mache ich das noch sozusagen bis, ja, Brusthöhe. Also dass das dann Oberkörper-Brust ist, noch so lang geht, und dann höre ich damit auf. Ja, das ist das eine Projekt. Dann habe ich noch weiter gehäkelt an meinem Hexagonkleid. Das hat mich ein bisschen aufgehalten, weil meine Wolle meinte, sie muss sich verirren, verwirren, verknoten, verheddern. Und ja, dadurch, dass ich das dann noch auseinanderwuhlen musste und sortieren musste, ist an ihm nicht so viel passiert. Ich habe jetzt auch hier meine Vierernadel, die ich mir mal im Teddy gekauft habe, reingetan, weil da das Garn wirklich sehr schön drüber gleitet. Ja, das Hexagonkleid ist aber auch ein kleines Stückchen, wie gesagt, gewachsen.
Und ich finde es ganz gut. Hier unten, man sieht es jetzt so ein bisschen. Es ist so ein bisschen auslaufend. Das kommt daher, weil ich ja die Nadelstärke gewechselt habe. Hier oben, das habe ich ja mit einer Dreier-Nadel gehäkelt. Ja, mit ihr. Und unten das häkle ich ja jetzt mit der Vierer-Nadel. Und ich hätte nicht gedacht, dass das doch recht gut verläuft. Und ich finde, man sieht sozusagen hier beim Übergang vom Maschenbild keinen Unterschied. Ja, wenn du siehst hier, das ist ja noch die Dreier-Nadel und dann ist hier die zweite Reihe schon mit der Vierer, die zweite oder die dritte Reihe habe ich mit der Vierer-Nadel angefangen zu häkeln. Und ja, also ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ja. Und ich finde auch, dass man jetzt gar nicht so stark sieht, dass ich das Garn sozusagen ja, einmal aufgehört hat und nochmal neu angesetzt habe. Das sind ja die beiden Garne. Ja. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Und es kamen 1, 2, 3 Reihen dazu, oder? Ja, 4 Reihen kamen dazu. Ja, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit. Ich setze mal den Maschenmarkierer dann noch um. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das doch 4 Reihen sind. Ich war eher bei 2. Aber gut. Ist ja auch mal ganz schön, wenn das dann nicht so auffällt einem selber. Ja, das ist das Kleidchen. Kann noch ein bisschen wachsen. Ein klein wenig, ein bisschen mehr natürlich. Also die beiden angefangenen Knäule, die du gesehen hast, die sollen da noch rein. Und dann denke ich mal, hat das eine schöne Länge. Das drillert sich hier unten jetzt noch so ein bisschen, aber das ist ganz normal. Ich denke, dass ich da vielleicht später noch mal je nachdem wie lang es wird, noch eine Kante dran mache. Vielleicht, aber das weiß ich noch nicht. Das muss ich gucken, je nachdem, wie es fällt und wie es aussieht und je nachdem, wie die Länge halt von dem Kleidchen ist. Ja, und dann habe ich noch das eine Projekt, wo ich noch mal ein bisschen Hilfe brauche. Denn ich glaube, so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert das nicht. Ich finde, das sieht, naja, mäßig aus. Also es gefällt mir gar nicht so gut. Ich habe hier meinen Vanille-Bobbel von Unicatis Bobbel. Das sind 500 Gramm Vanille in vierfach, 3er bis 4er Nadel. Und denselben habe ich auch noch mal, ich glaube in weiß und in schwarz. Ich glaube, oder schwarz nicht, sondern nur weiß. Und das Projekt habe ich ja hier mit der Drachenkönigin gehäkelt, auch von ihr aus dem Etsy-Shop. Ja, lasse ich mal so drin, sonst habe ich da nämlich nachher wieder das Problem mit der Wolle. Die Vanille lasse ich mal kurz draußen. So, die Nadel. Ah je. So, jetzt aber. Ja, du siehst, ich habe hier mittendrin aufgehört. So, einfacher Grund. Ich wusste nicht, ob es mir so zusagt, ob es mir so gefällt, ob es so okay ist. Ich mache gerade mal die letzte Masche auf. Ich hatte überlegt, hier den Faden einmal mitzunehmen, hier bei dem hellen drumherum für die Kante. Aber irgendwie gefällt mir das so nicht. Ich denke, ich gehe hin, ich ziehe das hier wieder auf und dann mache ich da keine Kante drum, sondern werde nur hier an den Ärmelchen was dran machen. Mein Muschelmuster und den restlichen Bobbel nochmal hier dran häkeln.
Also das, was ich noch übrig habe von der Drachenkönigin, das soll dann da rangehäkelt werden. Aber du kannst mir gerne mal deine Meinung dazu sagen. Moment, ich lege es mal gerade hin, damit man das auch gut erkennen kann. Jetzt muss ich kurz gucken, so rum gehört. Ist eigentlich egal, da gibt es eigentlich so kein Hinten und Vorne, aber ja. Das Ganze habe ich gehäkelt mit einer 3,5er Nadel. Und so sieht das bis jetzt aus. Das hier darf dich jetzt nicht stören, das ist einfach nur, das kann auch nach innen, weil ich das Garn nicht mit Knoten befestigt habe, sondern eingehäkelt habe. Ja, ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu unruhig und dann auf einmal so hoppla hopp. Und da schreib mir gerne mal deine Meinung dazu, wie du es findest. Also hier der Übergang, ich meine, der wird wahrscheinlich nachher weggehen, weil hier noch mal was drüber sollte. Ja, da sollte auch so eine 5er Muschel, wenn man das so nennt, drüber. Aber wie gesagt, ich glaube, dass mir das so vom Kontrast her ein bisschen zu viel ist. Hätte ich jetzt hier bei dem noch einen Vanillefaden mit drin, dann könnte ich mir das schon eher vorstellen. Aber das rumzumachen, da habe ich jetzt auch keine Lust. Oder was neu wickeln zu lassen oder sowas, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte einfach die Sachen aufbrauchen, die ich dann hier habe. Und deswegen denke ich, gehe ich hin, mache ich halt eine längere Weste und häkel den Bobbel, den ich noch habe, von der Drachenkönigin, den Rest noch hier mit dran. Und mache dann hier an die kleinen Ärmelchen einmal dieses Muster, was ich noch haben wollte, dass das so ein bisschen aussieht wie so kleine Rüschen. Ja. Hier oben, das muss ich dann noch ordentlich vernähen, damit es gut aussieht. Und ich denke dann, dass das ein bisschen besser aussehen wird. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt. Schreib mir gerne dazu deine Meinung in die Kommentare. Ich warte damit dann ja, bis Montag oder Dienstag, bis ich damit dann weitermache und hänge mich an meine anderen Projekte einfach. Genau. Ja, und das waren eigentlich auch schon alle Projekte, die ich in den Händen hatte. Ich hatte noch geliebäugelt mit einem Tuch, aber ja, nur geliebäugelt. Ich habe keinen Bobbel gefunden, der mir für das Tuchmuster, was ich mir überlegt hatte, gefallen hat. Und deswegen bleibt das noch ein bisschen so. Genau. Ups. Entschuldigung für das Gekruspel da. Ja, wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, dass du heute die Zeit mit mir verbracht hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Tschüss!